Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Heute bei uns Teil 5 unserer Phantom Leaf Serie Tarnen und Täuschen mit Erwin Müller. Erwin? Erwin? Schon wieder weg, der Kerl. Ah, da ist er. Kurze Hose Holzgewehr. Ihr habt schon viel gesehen in den letzten Videos. Wir haben euch alle Tarnmuster von Phantom Leaf gezeigt, die aktuell verfügbar sind. Wir haben einen Tarnvergleich gemacht. Jetzt haben wir gesagt, jetzt haben wir euch die Basismittel gegeben. Jetzt müssen wir euch noch zeigen, wie ihr da am besten mit umgeht, wie ihr die Sachen in der Praxis einsetzt. Wir wissen ja viel und haben auch viele Kenntnisgrundlagen für einige Dinge, aber wir wissen halt nicht alles. Und das Schöne ist, wir haben eine tolle große Community, wo wir dann auf die Lücken zurückgreifen können, wo uns das Wissen fehlt. Und da haben wir hier den Erwin Müller, ehemaliger Scharfschützentruppführer. Und wer könnte das besser erklären als er? Und deswegen übergebe ich jetzt auch an ihn, bin jetzt erstmal raus. Wir sehen uns am Ende des Videos wieder und der Erwin führt euch jetzt durch diese ganze Story. Zu meiner Person, Erwin Müller, ja, oder auch Manuel Neuer, ja, das könnt ihr euch aussuchen. Ich war Scharfschützentruppführer bei der Bundeswehr, 6 Jahre lang Auslandseinsatzerfahrung. Das ist aber nichts Spektakuläres, davon gibt es ganz viele Leute und ganz viele geile Typen, die das Handwerk genau so beherrschen. Ich werde euch heute ein bisschen in die Materie einführen, ein paar Skills zeigen, ein bisschen über das Thema Tarnen und Täuschen referieren und hoffe, dass das für euch ein bisschen aufklärender ist in dem ganzen Bezug und in dem ganzen Dschungel, der aktuell im Internet natürlich kursiert. Gut. Also, das erste Thema, wenn ich mich mit Tarnung oder mit Täuschen beschäftige, ist logischerweise, muss ich mich vorher mit der ganzen Umgebung erstmal beschäftigen. Da gibt es verschiedene Sachen. Wir haben uns heute hier in einer Location getroffen in der Schweiz, wo wir verschiedene Vegetation bzw. Geländeformen und auch Abbildungen haben. Wir haben zum einen Arid, wir haben zum anderen ein bisschen leicht grün, wir haben aber auch stärkere Grünteile. Das heißt, wir können hier heute einmal, ich sag mal, dschungelähnliche Sachen zeigen, wir können wüstenähnliche Sachen zeigen, Arid, aber auch dementsprechend auch urbane Tarnmuster, die eventuell, und das sehen wir nachher, funktionieren oder nicht funktionieren. Okay, das erste ist natürlich, worüber wir nachdenken sollten, ist uns eine Basistarnung zu holen. Die Basistarnung ist eigentlich nichts anderes als das, was ihr bei vielen Armeen als Uniform kennt. Eine Uniform ist zum einen ein Erkennungszeichen, aber natürlich im taktischen Bereich für uns auch eine gute Basis, um die Tarnung zu optimieren. Es gibt verschiedene Tarnmuster, verschiedene Kleidung. Ihr habt es vorhin im Intro gesehen. Ich habe einen Ghillie angehabt und darunter hatte ich kurze Hose Holzgewehr. Ne? So wie es halt sein muss. Nein, so soll es eben nicht sein. Und da gehört da eigentlich schon eine Grunduniform hin. Wie das in richtig aussieht, werden wir nachher definitiv nochmal behandeln und kommen dann auch auf die einzelnen Teile. Was ist mit den Tarnmustern? Sind die konturbrechend? Sind es Mikrotarnmuster? Kann ich Tarnmuster unter anderem auch miteinander kombinieren, um eventuell wieder einen anderen Effekt zu bekommen? Und das ist im Prinzip, worum es gleich geht. Zum einen wollen wir jetzt über Tarnmuster sprechen, ja, in der Art der Kontur, beziehungsweise wie können uns Konturunterschiede verraten und wie können wir aber mit einer Konterkontur arbeiten. Das kann zum einen durch Materialveränderung stattfinden, aber auch durch die Tarnmuster an sich. Ich habe jetzt das Z4 an. Das Z4 ist eigentlich für den urbanen Bereich. Ich würde es aber auch im ariden Bereich, auch alpin empfehlen. Wir haben hier ein gutes Beispiel. Wir haben hier einmal trockenen Boden, hier nassen Boden. Es hat vorhin geregnet, hier lag ein Rucksack. Meine Kleidung aktuell ist noch trocken. Dadurch, dass die Kleidung trocken ist, ist sie jetzt aktuell mit der Umgebung nicht ordentlich im Einklang. Sei denn, wir betrachten hier dieses Stück Erde. Wenn ich da wieder reingehe mit meinem Knie oder mit dem Ärmel, seht ihr, dass es passen würde. Würde jetzt bedeuten, ich müsste normalerweise diese komplette Kleidung nass machen, ja, damit ich quasi in diesem Bereich auch wieder angepasst bin. Kommen wir aber zur Kontur. Bei vielen Uniformen sieht man den Abschluss der Uniform und dieser Abschluss, diese Kontur ist in der Regel unnatürlich, weil es einfach ein sauberer Falz ist, ein sauberer Saum. Ich in der Regel schneide diese Säume auf oder wenn das Tarnmuster, so wie in diesem Fall, schön übereinander eingeht, dann habe ich diesen Effekt nicht. Anders sieht es allerdings bei Klett aus oder bei irgendwelchen Patches. Schauen wir uns die linke Seite an. Auf der linken Seite habe ich den Vorteil jetzt gerade, dass keine Klettfläche drauf ist. Auf der rechten Seite habe ich eine Klettfläche drauf. Was eigentlich völliger Schwachsinn ist. Wenn ich mich ordentlich tarne, brauche ich keine Patches. Ja, das kannst du im GC machen, aber wenn ich wirklich taktisch arbeiten will, muss das weg. Entweder covern oder komplett abschneiden. Ihr seht hier die Unterschiede und genau solche Konturen können euch verraten. Okay, wenn wir jetzt vom Bereich Tarnen, Täuschen ausgehen, beziehungsweise Körpertarnung, gibt es natürlich die Möglichkeit, Schuhe, Hände, Gesicht unkonventionell abzutarnen. Unkonventionell heißt für mich, ich nehme beispielsweise Erde oder
eventuell vorgefertigte Tarnschminke. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich zeige euch jetzt gleich einmal, wie man mit trockener oder beziehungsweise nasser Erde arbeiten kann. Jetzt in dem Fall ist es natürlich leicht aufgenässt, dadurch ein bisschen dunkler. Und da könnt ihr euch immer wieder dran erinnern. Blätter werden nicht dunkler. Erde wird dunkler, sobald Nässe dazukommt. Ganz, ganz wichtiger Punkt. Was ich jetzt machen werde, ihr seht das ganz schön, ne? Durch meine 45 Jahre Knast sind meine Hände ganz schön gut tätowiert. Und ich werde jetzt einmal meine Hand mit der Matsche quasi abtarnen und euch zeigen, welchen Effekt das hat. Das Gute ist, dass dieser Effekt nicht nur im Nassen funktioniert, sondern sobald das leicht antrocknet, ist das auch im Bereich der Kleidung oder Barthaare oder sonst irgendwas anwendbar. Ich schlemme jetzt meine Hände ein, habe sie mit der ganz normalen Erde hier zugemacht. Bisschen Wasser, so dass es leicht schlemmig wird. Ja, und im Prinzip ist das der gleiche Effekt wie die Olle, die euch bei YouTube erklärt, wie ihr euer Make-up zu benutzen habt. Ja? Nur, dass das hier cool ist und Spaß macht. So, wenn wir jetzt gucken, meine Hand im Vergleich einmal unkonventionell abgeschlemmt und einmal unten noch nicht abgeschlemmt. Das gleiche geht logischerweise im Gesicht. Damit würde ich mir meinen kompletten Bart jetzt damit zuziehen, würde eventuell noch ein bisschen Kontrast- oder Konturbrecher da reinmachen. Wo es da aber genau drauf ankommt, das erkläre ich euch gleich in einer eigenen Sequenz, gerade in Bezug auf Gesichtstarnung. So, ihr habt es gerade am Exempel gesehen. Ich habe euch einmal gezeigt, wie ich das mit der Hand machen kann. Habe jetzt meine Schuhe abgetarnt, beziehungsweise einen Schuh habe ich abgetarnt mit der Umgebungserde und ein bisschen Feuchtigkeit und den anderen habe ich quasi stehen lassen. Das kann auf Entfernung wirklich stark helfen. Den normalen Schuh würdest du jetzt als dunkles Element wahrnehmen. Wie ihr eure Tarnung selber überprüfen könnt, gebe ich euch einen kleinen Tipp. Stellt euch vor eure abgetarnten Sachen, geht auf 2-3 Meter und fangt an zu blinzeln. Wenn ihr blinzelt und die Kontur immer noch durch das Blinzeln wahrnehmen könnt, ist eure Tarnung scheiße. So, wenn ihr blinzelt und die Konturen gehen weg, habt ihr alles richtig gemacht. Das gleiche könnt ihr aber auch mit dem Handy machen, Schwarz-Weiß-Bilder, normales Bild auf Schwarz-Weiß stellen und wenn das alles harmonisch ist, ist die Tarnung richtig. Ganz, ganz wichtig, Unterschied Tarnen, Täuschen und taktische Sachen. Zum einen zur Taktik. Ich kann das beste Tarnmuster haben. Sobald ich mich bewege und eine unnatürliche Bewegung mache, fällt das im menschlichen Auge sofort auf. Um euch einmal den Unterschied generell zwischen Tarnen und Täuschen aber mal zu erklären ist, was ist Tarnen? Um das mal runterzubrechen, Tarnen ist im Prinzip, du bist ein bisschen korpulenter, ziehst einfach einen größeren Pullover an. Täuschen ist, ich ziehe einfach den Bauch ein. Und genau das gleiche Schema muss ich im Thema Tarnen, Täuschen anwenden. Und wie das geht, werden wir jetzt gleich richtig gut darstellen. Wichtig ist natürlich immer die Distanz zum Ziel, beziehungsweise die Distanz zu dem Objekt, was ihr tarnen möchtet. Es gibt Tarnmuster, die sind auf kurze Distanz gut. Es gibt Tarnmuster, die erst auf weite Distanz gut sind. Der Unterschied ist in der Regel einfach, ist es ein Mikrotarnmuster oder ist es ein konturbrechendes Tarnmuster. Hier bei den Sachen von Phantom Leaf haben wir ein Tarnmuster, was mit kleinen und großen Elementen, aber auch mit dem Konturbruch arbeitet. Und dementsprechend ist natürlich der Tarneffekt auch auf kurze Distanz schon sehr, sehr gut. Wichtig ist aber auch, wodurch kommt dieser Effekt überhaupt zustande? Ihr kennt das Tarnmuster Multicam. Bei Multicam wird sich das Auge, sucht sich im Endeffekt die richtigen und passenden Umgebungsfarben aus der Uniform zusammen und spinnt euch im Kopf ein Bild zusammen, was eigentlich gar nicht vorhanden ist. Das ist nicht immer einfach mit der Kamera da zu zeigen. Wirklich in der praktischen Anwendung, in der Ausbildung wirkt das wesentlich besser, weil deine Psyche dich verarschen kann, aber die Kamera kannst du mit dem Tarnmuster nicht immer unbedingt verarschen. Dass Tarnungen in die Umgebung passen sollten, seht ihr hier gerade ganz, ganz gut. Ich habe gerade ein Tarnmuster an, welches relativ warme Farben behandelt. Wir haben hier im Bodenbereich warme Grüntöne bis Gelbtöne, haben aber auch hier durch das Schilf kalte Grüntöne. Die fallen dann natürlich auf. Jetzt stehe ich hier mitten im Spot und dementsprechend ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr die Tiefe des Raumes nutzen solltet. Damit sind wir wieder beim Thema Taktik. Tarnen ist auch Taktik. Nutzt die Tiefe des Raumes. Infanteristische Grundsätze lösen sich nicht auf, nur weil ihr ein geiles Tarnmuster anhabt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig, was wir angesprochen haben, ist die Tiefe des Raumes zu nutzen. Ich befinde mich jetzt gerade noch nicht mal in einer wirklichen teilgedeckten Stellung, aber der Vorteil an der ganzen Sache ist, auch mit Vegetation kann ich spielen. Die Vegetation bricht auch meine Konturen. Das heißt, ihr müsst euer Tarnmuster auch mit der Taktik, wie wir es schon mehrfach angesprochen haben, miteinander kombinieren. Das sind infanteristische Grundsätze. Ja? Und die kommen nicht nur aus dem Bereich der Infanterie, das wusste damals schon der Weidmann.
zum Thema Konturen, Konturbruch ist ganz, ganz wichtig zu sagen, dass wir unsere Tarnung nicht nur auf die Umgebung anpassen, sondern wir müssen auch Täuschen immer mit reinbringen. Wen möchten wir täuschen? Wir wollen natürlich das menschliche Auge täuschen. Das menschliche Auge können wir nur täuschen, wenn wir die gewohnten Muster, die gewohnten Silhouetten, auf die unser Gehirn anspringt, wenn wir diese brechen. Das kann ich entweder mit so einem leichten Assaulter-Gilly, der die Schultern und den Kopf quasi in der Kontur bricht. Ja, ganz schön als Beispiel aktuell zu sehen ist, dass die Farbe dieses Assaulter-Gillys nicht der Umgebung angepasst ist. Aber die Kontur wird auf weite Entfernung gebrochen und somit fällt unsere Silhouette nicht in das Raster des menschlichen Auges. Ganz wichtig ist das Anbringen von 3D-Elementen in der Tarnung. Das kennen wir eigentlich aus dem militärischen bzw. infanteristischen, dass wir uns an der Umgebungsvegetation bedienen. Nicht nur als Scharfschütze, sondern auch für Aufklärer oder andere Tätigkeiten macht es auf jeden Fall immer Sinn, Gras, Grünzeug, Äste, Zweige aus der Umgebung versucht ordentlich an den Gilly oder an die Ausrüstung zu bringen. Ich habe jetzt hier einmal einen Gilly, der ist noch nicht ausgedroschen, noch nicht nass gemacht. Ein richtiger Gilly wird, wenn der geknüpft wird, erstmal nass gemacht, durch den Schlamm gezogen, ausgepeitscht und. Hier haben wir das noch nicht, deswegen seht ihr im unteren Bereich, wo auch noch keine Vegetation angebracht ist, dass diese Fransen oder diese Jutefransen noch relativ geradlinig und ja, unnatürlich aussehen. Im oberen Bereich, Schulter, Kopf, habe ich schon ein bisschen Vegetation rangebracht, was einen relativ guten Effekt hat, gerade im Bereich, wenn ihr euch in einer teilgedeckten Stellung befindet. Wichtig dabei ist immer auf die Schulter, auf den Kopf, auf die Achselbereiche zu achten, dass die wirklich ordentlich abgedeckt sind. Und wenn ihr Sachen reinknüpft, immer von beiden Seiten reinknüpft und keine sichtbaren Wulste habt. Und wenn ihr sichtbare Wulste habt wie hier, versucht diese nochmal aufzuknaufen, damit ihr einen höchstmöglich realistischen Effekt habt. Das in Kombination mit einer ordentlichen Basistarnung ist das Nonplusultra, was ihr im taktischen Bereich im Tarnen anwenden könnt. Wenn ihr glaubt, dass das im urbanen Bereich keine Wirkung hat, liegt ihr falsch. Wir müssen immer nur wissen, beziehungsweise müssen kreativ sein und uns der Umgebung anpassen. Im urbanen Bereich kann ich natürlich mich nicht mit der Vegetation schmücken, sondern da sollte ich natürlich anpassend an Häuser, Wohnungselementen mir eventuell einen kreativen Gilly bauen. Dieser Gilly, Müllgilly oder wie auch sonst genannt wird, ist, ich sag mal, schon die Königsklasse und wird in der Regel nur temporär angewendet. Das heißt, nicht jeder Scharfschütze hat in seinem Repertoire ein Gilly für urbanes Gelände, sondern da gehen wir mehr auf Uniform und wenn wir die Möglichkeit haben und die Zeit zur Vorbereitung, können wir die natürlich mit Elementen spicken, um unsere Tarneffizienz zu steigern. Also, was ist denn ein sogenannter Müllgilly? Müllgilly ist nichts anderes als eine kreative Form für das urbane Gelände, wo ich mit manchen Sachen, die ihr im urbanen Gelände findet, die Leute täuschen kann. Es hört sich blöd an, aber ich kann Teppichstücke dran machen, ich kann Tastaturelemente dran machen und wenn ich einen Lampenschirm da dran mache, es gibt keine Grenzen im Bereich der Tarnung. Wichtig ist, dass ihr euch nicht oder wenn richtig bewegt. Schnelle Bewegungen fallen ins Auge, langsame Bewegungen verschleiern. Das ist eine schnelle Bewegung. Das wäre die langsame Bewegung. Gleicher Weg, andere Taktik. Kommen wir zur Gesichtstarnung. Die Gesichtstarnung ist relativ wichtig, wird aber stellenweise falsch erklärt bzw. falsch an die Leute weitergegeben. Gerade im militärischen Bereich wird öfters mal erzählt, dass du Konturstreifen brauchst als Rechtsschütze von links nach rechts unten, damit du aussiehst wie ein GS. Das ist völliger Bullshit. Worauf kommt es an? Zum einen kann ich die Gesichtstarnung genauso wie die normalen oder konventionellen Tarnmuster quasi anbringen. Das heißt, ich kann entweder ein Mikromuster machen oder ein konturbrechendes. Gehen wir davon aus, das erste, was du als Scharfschütze lernst, ist normalerweise die tiefen Stellen heller zu machen und die Stellen, die vorne sind, dunkler zu machen. Das ist eine Möglichkeit, damit ich quasi einen leicht ebenen Effekt hinbekomme. Ich selber bin kein Freund davon, der Gesichtstarnung zu viel Aufmerksamkeit zu widmen, aus dem ganz einfachen Grund, dass wenn ich hinter der Waffe als Scharfschütze liege, ist mein Gesicht durch das ZF und durch den Gilly verdeckt. Nichtsdestotrotz brauche ich das im Bereich der Infiltration und der Annäherung. Wie mache ich das? Ich habe nicht immer einen Spiegel dabei, deswegen habe ich verschiedene Tuben an Farbe oder ich bediene mich, so wie ich euch das mit den Schuhen gezeigt habe oder mit den Händen, einfach am Naturreich. Ich habe jetzt hier einmal eine braune Tube,
und einmal eine grüne Tube. Ich fange eigentlich in der Regel gerade jetzt bei einer guten Vegetation mit grün an. Ja, ja, das hört sich gut an. Ne? Wieder Chili con Carne gegessen. So, einmal in die Hand. Ich verreibe das Ganze in der Hand, sodass ich in der Handfläche erstmal einen leicht aufgelösten Ton habe. Gehe einmal durch mein Gesicht durch, richtig schön in die Lider rein, schön in die Rillen. Ohren sind ganz, ganz wichtig, auch wenn ihr eigentlich vermutlich nachher einen Peltor darüber habt. Somit habe ich schon mal eine Grundtarnung. Ich sehe mich jetzt selber nicht. Ich weiß aber auf jeden Fall, dass mein Gesicht der Umgebung jetzt besser angepasst ist als vorher. Unterstützen kann ich mir natürlich noch ein bisschen braun nehmen. Ja, Chili con Carne. Das gleiche verreibe ich auch einmal in der Hand. Ja, und kann mir entweder leichte Flecken ins Gesicht machen oder komplette Konturstriche. Nicht zu viele und sie dürfen ruhig variieren. Ihr dürft dabei den Hals, hinter den Ohren, nicht vergessen den Nackenbereich. Gerade im Infanteriebereich, ja, ist es ganz, ganz wichtig, dass ihr alle Hautstellen so abdeckt, dass sie nicht hervorscheinen. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, ich optimiere das dann, indem ich einfach alles ein bisschen verwische und im Endeffekt geht es ja nur darum, dass mein Gesicht nicht auf den ersten Blick erkennbar ist. Jetzt haben wir aber den Nachteil, dass ich eine Bartkontur habe. Die Bartkontur kannst du in der Regel mit der Schminke nicht brechen, weil sich die Schminke auf dem Bart anders abzeichnet als auf der Haut. Das funktioniert mit Vegetation bzw. mit Erde wesentlich besser. Wenn diese dann trocknet, habt ihr einen einheitlichen Ton auf eurer Haut. Und wenn ihr dann nachher noch mit schwarzer Tarnschminke einen leichten Grauschleier drüber zieht, habt ihr eigentlich alles gemacht, was ihr machen müsst. Wie das gleich funktioniert und in der Entfernung aussieht, zeigen wir euch. Ganz wichtig zu erwähnen, Thema Tarntäuschen bei Nacht. Viele, oder ich sag mal, der Mythos ist natürlich durch Hollywood auch sehr, sehr stark belebt worden, dass man nachts schwarze Kleidung trägt, weil man dann besser getarnt ist. Das ist absoluter Bullshit, das ist Kokolores. Wer euch das erzählt, wer euch das nahelegt, das ist wirklich absolut sinnfrei. Ihr müsst immer im Hinterkopf behalten, was passiert mit der Nacht. Es passiert nichts anderes, als dass Licht wegbleibt. Das heißt, die gleiche Tarnung, die tagsüber funktioniert, hat den gleichen Effekt auch bei Nacht. Urban, mit Vegetation, ohne Vegetation und. Solltet ihr schwarze Kleidung tragen, werdet ihr nicht nur auf normale Art und Weise aufgeklärt, beziehungsweise ist die Wahrscheinlichkeit höher, sondern besonders in Bezug auf Nachtsichtgeräte und Thermalgeräte. Ja, und auf Nachtsichtgeräten sieht man besonders stark den Kontrast, wenn man schwarze Elemente oder gar eine schwarze Uniform trägt. Also immer dran denken, in der Natur gibt es kein Schwarz. Wichtig ist der Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben, beziehungsweise angesprochen haben, aber praktisch noch nicht durchgeführt haben, das Mischen von Tarnmustern. Warum macht es manchmal Sinn oder warum ist es zweckmäßig, Tarnmuster zu mischen? Ihr seht das jetzt gerade an meiner Person. Ich habe ein grünlich, ein warmgrünes Tarnmuster an der Hose und habe ein arides bzw. urbanes Tarnmuster im Oberkörperbereich. Wenn ich mir hier die Umgebung angucke, kann ich je nach Witterung sehr, sehr gut mit dem Gelände verschmelzen. Das gleiche könnt ihr auch im Schnee machen, ja, entweder eine dunkle Hose und ein weißes Cape drüber oder eine weiße Hose und ein dunkles Cape, je nachdem wie der Schneefall war. Haben wir Neuschnee, haben wir keinen Neuschnee und.
Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, auch Tarnmuster zu mischen. Aber nicht nur in diesem Bereich ist das zweckmäßig, sondern auch im urbanen Bereich. Wenn ich keine Möglichkeit habe, ein exaktes oder perfektes Tarnmuster für den urbanen Bereich zu nehmen, kombiniere ich einfach helle und dunkle Tarnmuster miteinander. Beispielsweise ziehe ich im urbanen Bereich eine graue Hose an und eventuell dann eine schwarze oder dunkle Feldbluse. Damit kann ich meine Kontur, meine Körperkontur ein wenig der Umgebung anpassen. Das war es auch schon. Das war eins meiner Lieblingsvideos, weil ich so gut wie nichts zu tun hatte und auch überhaupt keine Einwände einzubringen hatte hier während der ganzen Aufnahmen, weil der Erwin, der macht das einfach, wie er es macht, und wie er es macht, ist es auch super. Ich denke, ihr habt einen Haufen Informationen bekommen, die euch da weiterbringen. Ja, das ist nämlich unser Ziel, möglichst euch alles mitgeben, was ihr braucht, um damit arbeiten zu können. Und natürlich das Allerwichtigste ist anwenden, lernen, weiterbilden. Na? Da stimmst du mir doch zu, oder? So sieht's Klaus und Klaus ist blind. Genau. Alles, was wir bisher über Phantom Leaf gedreht haben, Z3A, Z2, Z4, Tarnmustervergleich, findet ihr unten auch in der Beschreibung des Videos, die ganzen Links zu den Videos. Und da wird auch noch ein Haufen anderer geiler Scheiß kommen. Macht euch auf was gefasst. Ja, und die Kleidung von Phantom Leaf bekommt ihr im Internet. Der Link ist unten eingeblendet. Könnt ihr euch dann selber auch ein Bild machen, wie das Ganze in Natura aussieht. Erwin, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank an dich, dass wir hier in die Schweiz kommen durften. Echt super Location hier auch, um das alles zu zeigen. Also perfekt gewählt und perfekt gezeigt. Möchtest du noch was sagen? Immer wieder gerne und vielen lieben Dank, dass ihr da wart. Und für alle Zuschauer, wie gesagt, Tarntäuschen ist ein komplexes Thema und Übung macht den Meister. Schönes Schlusswort. Wie immer an dieser Stelle, liken, Abo und dann sind wir raus. Bis dann. Macht's gut. Bye, bye. Warte, stopp. Den Nebel erst noch. So ein bisschen verteilen. Ein bisschen viel. Er steht heute auch gut. Also siehst du ihn ja wirklich nicht. Du sollst ihn ja schon ein bisschen sehen. Und bitte. Also, zum Thema Konturen. Stopp. Fange ich mit also an. Okay. Danke. Und bitte. Also, ganz, ganz wichtig. Nein, fuck off. Danke. Aber gelernt. Super. Ja, super. Was ist denn ein sogenannter Müllgilli? Ihr müsst kreativ sein. Ich kann mir auch einen Tarnumhang Abbruch. Hey Fancy Guys, jetzt machen wir ein kleines Schminktutorial. Ich hoffe, es gefällt euch. noch mal. Kann ich? Ja. Okay, also wir fangen jetzt an oder beziehungsweise... Ich habe doch gesprochen, jetzt bist Du hast also. Okay, scheiße. du. Und bitte. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ohne also. Fuck off.